Mähroboter gibt es ja mittlerweile fast in jedem Garten und die Technik hat sich stetig weiterentwickelt. Ich kenne noch die Zeiten, als man mühselig das Kabel um den Rasenrand herum verlegen musste, damit der Roboter wusste, bis wohin er fahren darf. Irgendwann kamen dann die ersten Mähroboter mit RTK-Navigation, die über Satellitensignale auf den Zentimeter genau navigieren konnten. Nachteil dieser Technik war allerdings, dass man immer die freie Sicht zum Himmel brauchte und Bereiche mit Bäumen oder überschattete Bereiche waren einfach nicht ordentlich sauber zu mähen. Der nächste Schritt waren die LiDAR-Systeme, die die Umgebung mit einem Laserimpulssystem abtasten, damit eine 3D-Punktwolke erstellen und auf diese Weise ebenfalls sehr genau navigieren konnten. Dieses System eignet sich dort, wo der Garten klein und verwinkelt ist, allerdings weniger auf großen offenen Flächen. Teramo ist mit dem V600 und dem V1000 bereits einen anderen Weg gegangen und hat Mähroboter auf den Markt gebracht, die ausschließlich über die KI-Kameras navigieren. Kein RTK, kein LiDAR-System, keine anderen Systeme, ausschließlich über zwei Kameras, die wie ein Mensch funktionieren, TerraVision 2.0. Diese Roboter haben mich absolut überzeugt. Das entsprechende Video zum V600 verlinke ich euch mal rechts oben in der Ecke. Allerdings muss man dazu sagen, dass nicht jeder einen großen Garten von 600 oder 1000 Quadratmeter hat und gegebenenfalls ein kleinerer Mähroboter völlig ausreichend ist. Teramo hat dahingehend nachgelegt und den Mini 500 an den Start gebracht. Dieser Mähroboter baut technisch auf der V600er Serie auf, ist also nahezu identisch, hat aber einige Einschränkungen, wohingegen er dann deutlich günstiger auf dem Markt angeboten werden kann. Der Mähroboter ist für kleinere Gärten bis 500 Quadratmeter ausgelegt. Auch er navigiert ausschließlich über diese KI-Kameras, hat über 500 Objekte antrainiert und was mich ja beim großen Bruder absolut überzeugt hat, war der Kantenschnitt, insbesondere der Schnitt der Kanteninnennecken. Denn dieser Roboter hat tatsächlich die Kanten komplett gemäht und auch die Innenecken komplett gemäht. Ob dieses Teil genauso wie sein großer Bruder agiert, ob er die gleichen Leistungen bringt für einen deutlich günstigeren Preis von 650 € zum Marktstart bzw. 750 UVP, dem möchte ich in diesem Video nachgehen. Als erstes zeige ich euch aber erstmal, was im Lieferumfang enthalten ist. Und wie ihr hier sehen könnt, ist der Lieferumfang gar nicht so groß. Ihr bekommt den Mähroboter, ihr bekommt eine Zubehörschachtel und natürlich die Ladestation, wo der Roboter regelmäßig auftanken kann. Und mehr braucht ihr auch nicht. Dieser Roboter hat keine RTK-Antenne, über die er navigieren muss. Er hat auch keine Kabel, die ihr vorneweg mühsam im Boden eingraben müsst. Dieser Roboter navigiert über das TerraVision-System. Vorne mit seinen Kameras erkennt er die Umgebung, erstellt eine 3D-Karte, genauso wie ein Mensch es machen würde. Und anhand dieser Karte kann ja problemlos im Garten navigieren. Der Roboter ist mit 10 Kilo und ungefähr 50 cm Länge recht kompakt gebaut, kann dadurch auch in kleinen verwinkelten Gärten mit engen Passagen bis 60 cm Breite problemlos fahren. Die Unterseite besteht diesmal im Gegensatz zum V600 aus 4 Rädern. Der V600 hatte ja nur 3 Räder gehabt und ihr habt in der Mitte den Klingenteller mit insgesamt 3 Klingen. Der Abstand zur Seite, den möchte ich jetzt knapp auf 20 cm schätzen, bedeutet, wenn ihr euren Rasen nicht überfahren könnt, also die Kanten, weil ihr dort eine Mauer habt oder eine Anhebung, dann wird auf jeden Fall ein kleiner Rand stehen bleiben. Ich empfehle euch immer, den Rasen so anzulegen mit Rasenkantenstein oder mit Borden, dass der Roboter den Rand überfahren kann. Das kann man nämlich individuell einstellen, wie weit dieser Roboter den Rasen überfahren darf. Die Ladestation wird komplett zusammengebaut geliefert. Sie hat bereits Vorbereitungen für das Dach. Im Lieferumfang war diesmal das Dach allerdings nicht enthalten. Ihr habt lediglich den Anschluss für das Stromkabel und das Stromkabel befindet sich in dieser Box, die es dazu gibt, nämlich einmal dieses hier mit einem recht langen, ich schätze mal um die 10 Meter langen Stromkabel. Dazu bekommt ihr ein Set mit Schrauben und Ersatzklingen zum Austausch. Dazu gibt es dann natürlich noch aus dem 3D-Drucker die Erdanker, um hier festzuschrauben und auch ein Imbusschlüssel ist direkt mit dabei. Was mich absolut kurios überzeugt hat, ist zum einen klar der Quickstart Guide in verschiedenen Sprachen, wo ihr den Roboter innerhalb von 10 Minuten fertig einrichten könnt. Aber schaut euch mal das hier an. Ein richtiges Handbuch, A4 und viele Seiten in verschiedenen Sprachen gedruckt. Mit diesem Handbuch wird euch nicht nur der Roboter erklärt, sondern auch die App. Und das fehlt häufig. Die App hat nämlich wahnsinnig viele Funktionen und die wollen erstmal genutzt werden.
Der von mir bereits getestete Teramo V600 kostet UVP 999 €. Der Mini wird für 749 € angeboten und zur Markteinführung sogar noch mal für 100 € weniger, 649 €. Also für so eine Leistung, für so ein Gerät ist das schon ein super Preis. Allerdings frage ich mich dann auch, wo kommt der Unterschied her? Irgendwo muss ja eingespart worden sein. Klar, die Größe ist eine andere, die Gummilippe und ähnliches fehlt, aber das macht keine 200 oder 300 € aus. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dass dieser Roboter keine automatische Höhenverstellung mehr hat, so wie der V600 oder der V1000, wo ihr die Schneidhöhe in der App einstellen konntet. Hier macht ihr das Ganze über diesen Drehschalter auf der Oberseite und justiert in dem Zusammenhang die Höhe der Drehscheibe. Wer einen Rasen hat, der unterschiedlich hoch geschnitten werden muss, wird mit diesem Gerät an seine Grenzen stoßen. Aber mal Hand aufs Herz, wer braucht das wirklich? Wofür braucht man das? Habt ihr eine Idee? Schreibt mir gerne unter das Video einen Kommentar, warum man auf verschiedenen Rasenflächen unterschiedliche Schnitthöhen bräuchte. Dazu werde ich dann vielleicht noch ein zweites Video machen. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie ich diesen Roboter in der App einrichte, die Ladestation aufbaue und die Kartierung starte. Das dauert nämlich weniger als 5 Minuten. Hier hinten auf meiner dritten Rasenfläche habe ich die Ladestation installiert. Ich habe sie auf meinem Gehweg verschraubt, nicht mit den Original-Erdankern, sondern mit Schrauben einfach in die Fugen hinein. Wichtig ist, dass die Ladestation nicht nach hinten weggeschoben werden kann. Und wie ihr hier seht, muss die Ladestation auch nicht zwingend auf dem Rasen stehen. Ihr könnt sie durchaus abseits positionieren. Der Roboter findet seinen Weg bzw. legt ihr einen Weg in der App an und könnt so die Station auch an einem geschützten Bereich unterbekommen. Alles, was ihr noch tun müsst, ist den Stromstecker anzuschließen an die Ladestation. Die Lampe leuchtet dann und natürlich den Roboter reinstellen. Nachdem das passiert ist, kann ich den Roboter direkt in der App einrichten. Dafür braucht ihr die Teramo-App, die entsprechenden Links für iOS bzw. Android, die packe ich euch unter dieses Video in die Beschreibung. Wenn ihr dann in der App seid, klickt ihr einfach auf Gerät hinzufügen, befolgt die Anleitung, richtet das WLAN ein und schon ist das Gerät installiert. Gegebenenfalls macht ihr noch schnell ein Firmware-Update, um wirklich die neuesten Funktionen zur Verfügung zu haben und dann geht es schon weiter mit der Kartierung. Und bei der Kartierung wird es richtig spannend. Ich habe diese kleine Zone hier mit vielen Winkeln und dazu muss der Roboter anschließend auf den anderen Bereich hier fahren. Und ihr seht, hier kommt meine zweite Rasenzone. Auch hier habe ich viele Innenwinkel. Ich habe Bereiche mit dem Kies, den er überfahren kann. Und gerade hier, denke ich, sieht man es sehr gut. Die anderen Mähroboter haben hier schön das Gras geschnitten, aber an den Kanten hier, da bleibt das Gras hoch, denn die anderen Roboter fahren immer diesen großen Bogen und machen das nicht mit. Den kann man entweder entgegenwirken, indem man die Mähzonen von vornherein großflächiger anlegt, oder man probiert es wie der Teramo, indem man einfach die Kanten richtig ausfährt. Ich bin gespannt. Erstmal ab zum Kartieren. Nachdem der Teramo Mini die Rasenfläche insgesamt kartiert hat, fährt er noch einmal über den Rand. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass er das hohe Gras, was ja von den anderen Mährobotern stehen gelassen worden ist, überfährt. Er überfährt es bis zur Kante des Gehwegs, um nachzuschauen, wie weit kann ich noch, wie weit darf ich noch. Was sich auch gezeigt hat, ähnlich schon wie beim V600, dass er meine Bodenplatten hier oder meine Revisionsschächte für die Rasenbewässerung, dass er die nicht überfährt. Die erkennt er als Hindernis, zeichnet sie entsprechend auch in der App ein. Das kann ich aber mittlerweile ganz gut regeln, indem ich dort eine Du hast dort zu mähen Zone anlege. Mapping completed. Das ging deutlich schneller als beim V600. Das begeistert mich. Bei der Kartierung eures Rasens gibt es einige Dinge zu beachten. Unter anderem sollte der Mähroboter zu 100% aufgeladen sein und ihr solltet Spielzeug, Gartenschlauch und dergleichen vom Rasen entfernen, damit die Kartierung einfacher vonstatten geht. Darüber hinaus muss euch klar sein, dass der Roboter mit jedem Mähvorgang die Kartierung verfeinert. Er erkennt zusätzliche Gegenstände und zeichnet sie in die Karte ein. Wenn er merkt, dass die Kartenränder sich verschoben haben, ergänzt er das automatisch. Die Karte wird so immer aktuell gehalten und sie wird auch
auch verfeinert. Es gibt allerdings auch eine Besonderheit, der Mähroboter erkennt neue Rasenflächen automatisch. Ich habe unten einen Bereich, den ich im Moment mit einem Brett abgestellt habe, denn dahinter beginnt eine neue Rasenfläche, frisch angesäter Rasen zum Beispiel, die der Mähroboter im Moment nicht befahren soll. Nehme ich das Brett weg, wird der Roboter beim nächsten Mähvorgang erkennen, dass diese Rasenfläche ja weitergeht und wird sie befahren, kartieren und zukünftig mitmähen. Damit er das nicht tut, muss ich diese Funktion in der App deaktivieren und dem Roboter somit klar machen, er soll zwar mit jeder Mähfahrt automatisch die Karte verfeinern und verbessern, er soll aber keine neuen Zonen automatisch dazufügen. Häufig erreichen mich auch Fragen, wie gut fahren die Roboter über Schottersteine, über Kieswege, über abgetrennte Bereiche, die eigentlich gar nicht zum Befahren gedacht sind. Ich habe bewusst einen Schotterbereich angelegt mit dem Zierkies hier an der Seite, den der Roboter normalerweise überfahren dürfte und sollte, aber nicht jeder macht das wirklich gut. Bei diesem Roboter sieht man, dass das durchaus sehr, sehr gut funktioniert. Der Roboter hat sich in den 2 Wochen meines Tests nicht einmal irgendwo hier im Kies eingetragen. Er fährt auf der Linie entlang seine Kante, so wie er das tun soll. Der Teramo Mini 500 fährt nun seit 2 Wochen hier bei mir im Garten, ohne dass ich zusätzliche Hilfe gegeben habe. Ich bin weder mit dem großen Rasenmäher drüber noch mit dem Kantenschneider oder Trimmer, denn ich möchte euch einfach zeigen, wie gut das Gerät in der Praxis tatsächlich arbeitet. Und ihr seht, die Ränder, die doch sehr hoch waren und überstanden, hat er im Laufe der Zeit Stück für Stück heruntergemäht. Das heißt wirklich eine sehr interessante Technik, die der Roboter anwendet, wenn er die Kurve hineinfährt und dann noch mal rückwärts reinsetzt, um wirklich das gesamte Gras abzumähen. Das ist, denke ich, eine überzeugende Fähigkeit, die ja schon der V600 an den Tag gelegt hat. Und auch der Schnitt der Innenecken ist meiner Meinung nach deutlich besser als bei vielen Premium-Modellen. Er nimmt tatsächlich die gesamte Innenecke mit. Auch hier wieder bei der 90-Grad-Kurve. Er wird überschneiden, wird rückwärts einparken, um wirklich das Gras, das hier hinten in der Kante nach oben wächst, akkurat wegzuschneiden. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir mal einen Kommentar unter das Video. Was haltet ihr vom Ecken- und Kantenmähen des Teramo Mini 500? Natürlich hat der Roboter auch ein paar Einschränkungen gegenüber den beiden größeren Modellen. Klar, der Preis muss sich ja irgendwo bemerkbar machen. Über 200 € Ersparnis merkt ihr zum Beispiel daran, dass die Höhenverstellung eben nur manuell funktioniert. Wenn ihr die Grashöhe, die Schnitthöhe einstellen wollt, muss das mechanisch über dieses Rad auf der Oberfläche passieren. Könnt ihr auch während des Mähvorgangs machen, gar kein Problem. Aber es funktioniert eben nicht so bequem über die App wie bei den beiden großen Modellen. Für wen ist das relevant? Nun ja, für all diejenigen, die vielleicht dann sagen wollen, ich habe verschiedene Zonen und möchte verschiedene Schnitthöhen haben. Oder der Rasen ist heute feucht, ich möchte ihn gern höher schneiden. Oder möchte im Sommer generell höheren Rasen stehen lassen und im Frühjahr und Herbst etwas tiefer. Diese Einstellung müsste man hier natürlich immer von Hand machen. Darüber hinaus ist die Mähleistung natürlich auch eingeschränkter. Dieser Roboter ist für Rasen und Gärten bis ungefähr 500 Quadratmeter gedacht und auch dafür hergestellt worden. Und meine 400 Quadratmeter Testzone hat er immer problemlos geschafft. Er musste zwischendurch nicht an die Ladestation, maximal eine Pause einlegen, wenn es geregnet hat und der Regensensor angeschlagen hat. Wenn ihr euch dort wiederfindet in dieser Klientel, die diese Zielgruppe darstellen soll, dann kann ich euch tatsächlich guten Herzens und guten Gewissens dieses Modell empfehlen. Insbesondere der Kantenschnitt, die Innenecken haben mich absolut überzeugt, denn es braucht keinen zusätzlichen Trimmer, es braucht kein Nachmähen mit dem großen Rasenmäher oder eine manuelle Steuerung mit dem Roboter nochmal die Kanten entlang. Dieses Gerät mäht die Kanten wirklich schön sauber ab, wenn sie überfahrbar sind. Das ist das große Aber. Wenn es in eurem Bereich aber so ist, dass der Roboter die Kanten überfahren kann, auch mit diesem Rückwärtsfahren in den Innenecken, dann habt ihr hier wirklich ein sehr, sehr gutes Gerät mit wenig Folgearbeit. Ein Gedanke vielleicht noch zu den Kiesbeeten, die ich hier angelegt habe, also diese Seitenränder. Da habe ich oftmals bei anderen Robotern das Problem gehabt, dass die sich da festgefahren haben. Die Räder haben sich durchgedreht und haben auch den Kies herausgewirbelt. Dieses Gerät ist tatsächlich leicht genug, um am Hang bei Schräglage stabil zu fahren, aber immer noch leicht genug, um den Kies nicht aufzuwühlen. Das finde ich durchaus interessant, denn jeder von euch, der schon mal diese Situation hat, wird nachvollziehen können, welches Problem sich damit ergibt. Und nun seid ihr dran. Wie ist euer Feedback? Wie ist eure Meinung zum Teramo Mini 500? Schreibt mir mal einen Kommentar unter dieses Video und gebt mir ein Feedback. Wäre das für euch ein Mähroboter? Ist das ein Modell, mit dem ihr glücklich werden könntet? Was
überzeugt euch am meisten und was überzeugt euch vielleicht weniger? Ich bin gespannt auf eure Meinung und natürlich solltet ihr auch mal einen Blick unter dieses Video werfen, denn speziell zum Marktstart gibt es ja Angebote von Teramo. Die entsprechenden Links und Rabattcodes verlinke ich euch unter dem Video. Ich bin mit diesem Video fertig, freue mich auf euer Feedback, freue mich natürlich auch, wenn ihr mir das Like für das Video gebt und den Kanal abonniert, um keine neuen Videos zu verpassen und sage an der Stelle ciao, bis zum nächsten Video.